Hi guys, it's me. I will show you a card I make with a napkin today, and this is a frame I'm using, and I just cut out the opening in the middle and a bigger opening, and then I glued it on top of each other. Now I put some gesso on top. Ich habe jetzt heute hier eine Karte, die ich mit einer Serviette mache, aber erstmal habe ich diesen Rahmen gemacht, habe ich einfach ausgeschnitten und zwei verschiedene Öffnungen ausgeschnitten und dann aufeinander geklebt. Das habe ich jetzt nicht gezeigt. Das ist sicherlich, macht das jeder anders, wie er will. Ich habe jetzt leider nicht solche Dies, also solche, sag mal, nicht Dies, Stanzen, aber das kann man mit einem Exactor Knife machen, mit so einem scharfen Messer machen, das ist kein Problem. So, ich habe das ein bisschen Gesso drüber gepackt und jetzt hier auf die Kartenbasis auch noch eine Schicht Gesso drauf, bevor ich dann mit meiner Krakelierpaste hier weitermache. Die kommt auf den Rahmen drauf, hier und da. I put some gesso on my card base on the right, you can see that, and then I work here with a crackle paste on this little frame that needs a bit to dry. I set that aside, and I go on with my napkin. This is quite a nice one, I really like it. I don't want to put it on in one piece. I take mainly the pieces with the flowers on and glue them on. In the middle there will be the butterfly. Most of the butterfly will be covered up later, but that doesn't matter. That wasn't my focal point anyway. Ich habe dann hier mit dieser Serviette gearbeitet, die ich dann aber auseinandergenommen habe, weil ich meistens die Blüten haben wollte. Und ich finde das auch schöner, wenn man die so teilweise nur draufpackt und nicht im Ganzen. Irgendwie, wenn das so aufgebrochen ist, finde ich das wesentlich schöner. Den Schmetterling, der kommt dann hinterher in die Mitte, ist aber nicht mein Focal Point, also mein Fokus, weil das natürlich mein Rahmen ist. Aber klar, wollte ich den Schmetterling auch drauf haben, finde ich einfach hübsch. Man sieht ihn nur noch einen kleinen Teil davon. Ja, wenn ich das drauf schmiere hier und nicht aufpasse, dann reißt das schon mal ein. Macht aber nichts. Ist Mixed Media, bleibt sowieso distressed deswegen. So, sind jetzt die Flügel, die ich eigentlich benutzen wollte, habe ich mir aber dann anders überlegt. Ich zeige das jetzt halt nur, die habe ich aus einem Mold gemacht, also aus einer Abdruck gemacht mit Fimo hier und gehe noch ein bisschen mit Gilding Wax drüber, aber wie gesagt, ich benutze die nicht. These wings are, my initial idea was to use these wings, but at the end I didn't use it because what I do actually is it's a card for someone asked me to make a card. She needed a card, so and ordered this card from me. I don't know what you call it. It's for we call it Firmung in German. It is something like a confirmation, but for the Catholic, the second one, not the Communion. It's the second one when they are older. So, and they had this, the theme they had was something with wings. I can't really remember, but with wings. So I decided then to use butterflies. Butterflies is always to me something, it's not only wings and flying, and it's something like a change, because to me it's the sign of change, because starting with a caterpillar and then being a nice beautiful butterfly, so that's why I quite like to use it. In this case I thought that says it all. So yeah, I'm working now on my frame here with my favorite colors in brown, the combination brown and turquoise. I quite like that, and with this distress, a bit vintage looking theme I had here, I think that works pretty well. Ich habe dann, die Karte ist für hatte jemand bestellt für ein junges Mädchen, die Firmung hat. Und die haben dann als Thema irgendwas mit Flügeln, verleiht Flügeln, irgendwas, wurscht, Flügel, Flügel und Firmung. Und da hat für mich dann schon entschieden, mit dem Schmetterling funktioniert das immer super, weil für mich steht der Schmetterling auch für Veränderung. Und deswegen habe ich mich für einen Schmetterling entschieden. Aber wie gesagt, erstmal hatte ich mir diese Flügelchen überlegt, aber benutze ich halt nicht. So, und das Gleiche, also auf dem
Rahmen habe ich dann mit meiner liebsten Kombination in Braun-Türkis gearbeitet, weil ich das so ein bisschen vintagey haben wollte, so ein bisschen distressed, und fand ich diese Farbkombination recht passend. Tupfe aber immer wieder ab. Ich wollte jetzt nicht zu viel Farbe drauf haben und arbeite hier mit dem Baby Wipe, um das Ganze immer ein bisschen zu verblenden und oder ja, runterzunehmen. Den Schmetterling lasse ich frei. So, und jetzt arbeite ich noch mit der sehr rustikalen Krakelierpaste hier und bringe die hier und da auf für ein paar Akzente. You know, I did the same with the paint, yeah, the turquoise and the brown on my background piece, and I put just partially on and dabbed it off with the baby wipe. So this is crackle paste. I put the rough one and I put that on partially here and there just to break that page up. And after that dried, I put some of the brown on, just worked it, really rubbed it into the crackles, and then I wiped it off from the top. So now some mark makings here with these plastic things, tubes, that's protection tubes from brushes you get when you buy them. So und jetzt mache ich hier noch ein paar Marks hier und da benutze ich immer ganz gerne diese Plastikhüllen, die man bekommt, wenn du neue Pinsel kaufst. Die bewahre ich immer alle auf und dann kann man die hier schön benutzen. Die gibt es in allen möglichen, klar, Größen. Es gibt ganz, ganz dünne Pinsel und dicke. Die bewahre ich immer alle auf. Die lassen sich hervorragend dafür benutzen. Mache ich hier in Schwarz und in Weiß und natürlich in verschiedenen Größen. Einfach um das Ganze auch ja, interessanter zu machen. Ein bisschen Stempeln hier mit meinem Go-To Script-Stempel. Und das gleiche mache ich halt auch auf meinem Rahmen, allerdings in Braun, einfach um das auch anzugleichen. Das wollte ich jetzt nicht so harsch haben, da finde ich Schwarz eben ein bisschen zu kontrastreich. You know, I stamped here with my script stamp, and I use for the frame brown because I didn't want to have it too contrasty, it's too harsh, so that's why I use it here in brown, and I think that's quite good. It was a good idea. Some lines to enhance my butterfly here in the middle, a bit of sketchy lines, just to make it more visible, and yeah, close some gaps here where I messed it up when I glued it down, but yeah. Ich habe dann hier noch ein bisschen mit meinem Stift die Linien umrandet, auch um das Ganze wieder intakt zu machen, da wo ich es eben ein bisschen kaputt gemacht habe. So, und jetzt noch mehr Verzierungen. Da nehme ich hier einfach den Strick, nein, wie sagt man denn? Kordel sagt man, so. Nehme ich dann einfach so diese Kordel und da werde ich jetzt noch 2 Löcher reinstanzen nebeneinander und die mit einem Eyelet versehen. Einfach um dann auch hinterher die Kordel da durchzuführen. Und das finde ich immer ganz hübsch, wenn du dann so ein Eyelet hast, auch passend in Messing zum Stil. You know, I punched these 2 holes into, and I'm using some eyelets in brass just to match the style of the card. And I will put the thingy, the thread, it's not a thread, you know what I mean, this band, I will get through the holes. Quite like to use it as decoration, as an embellishment. Always like that, especially with this style. And I will use some charms. I will knot on my thread here that it dangles down, and it will be related. It will be related with wings. Will be a butterfly, I think, and a feather, and a bird. I think a bird. Yeah, you will see later. So I use it here, and I knot it on. The camera angle is awful. I don't know. My camera angle changed. I think I didn't put it back in the right position again, so I didn't realize it earlier. Ja, sorry for that, guys. Ich habe dann hier noch ein paar von den Charms dran gehängt. War alles mit Flügel, was ein Vogel, glaube ich, ein Schmetterling und dann noch eine Feder.
das knote ich jetzt dran und man sieht das nicht sehr genau. Ich habe irgendwie meine Kamera verstellt vom Winkel aus, wie es vorher, ja, ist mir nicht aufgefallen. Ist ein anderer Winkel, deswegen bin ich immer so ein bisschen weit unten im Bild. Aber ja, sorry, das dauert nicht mehr lange, da kann man es wieder besser sehen. Aber so hatte ich mir das jetzt vorgestellt und werde die Charms aber noch ein bisschen festkleben später an den Rahmen, weil die sich immer ein bisschen gedreht haben. You know, that's why I think I want to have it, but I will glue the charms onto the frame later because they always turned over, so it always looked a bit weird. But first of all, I will glue my matting cardstock on, but only half on top because I want to still be able to reach to the back because I wanted to have the thread on the not outside. I want to have it behind the basic card, and that's why I just glued it halfway through, because when I glue everything on top, all the embellishment, the frame and so on, I wouldn't be able to cut it off again, so that's much easier for me. I don't like to measure it and then I'm rubbish at that, so that's why I do it in this way. I'm still thinking about these wings. I'm not using them. In this stage I still thought about it. Ja, ich habe also hier jetzt schon mal das Mattingpapier draufgepackt, weil ich, wenn ich alles draufgeklebt habe, das nicht mehr schneiden kann, weil ich messe einfach nicht gerne aus. Das ist mir zu fummelig, das dann auch zu zentrieren und deswegen klebe ich es drauf und schneide es dann aus. Und deswegen, ich habe das jetzt nur halb geklebt, damit ich eben die Bänder dann noch hinten verstecken kann. So, jetzt denke ich mir, da möchte ich doch vielleicht den Schmetterling doch als Focal Point haben hier in meinem Rahmen und schneide nochmal einen aus, klebe den auf zum Verstärken und dann schneide ich den aus. So, klebe den jetzt hier noch schön auf und lasse den trocknen. You know, that's in that moment where I thought, I'd rather have another butterfly. I didn't like the wings, and yeah, that's why I glue it on here, a second one onto the heavy cardstock, and I will cut it out later. So, but first I put down this burlap here. I got the fringes out from the burlap just to have some texture there. You know, only putting the wings or the butterfly down wouldn't have been enough for me, for my taste. So that's why I put them into the background, just to have something there, to fill that space up. Ich habe dann diese Hanf- oder diese Jute-Fäden dann noch im Hintergrund draufgepackt. Einfach nur, weil ich da was haben wollte. Das war mir zu leer und dann einfach nur den Schmetterling draufkleben oder so. Das fand ich, irgendwie fehlte da was. Und das ist mal ganz gut, das aufzufüllen mit was. Das gibt auch noch mehr Textur und sieht auch noch mal interessanter aus. So, jetzt klebe ich alles fertig. Now that I've glued most of it, I don't have to cut off stuff. So glued everything together. Of course, a bit more difficult now to get it glued down, to get it stuck. So that's why I put some clips on it, but that's okay. So, okay, and then I thought that, but I cut it out and did the edging, you know, with the black marker, and then put it in there and had a look, and I thought, that's too big. It covers everything up, you know. The frame is so nicely decorated, and the butterfly would cover everything up. So that's why I decided a third time, or changed my mind a third time, that I will use something different. You will see soon. So I still working on it nicely and put some lines back and some white into it. Ich habe dann jetzt hier, den habe ich schön fertig gemacht noch mit allem Zip und Zap, nur um dann festzustellen, dass der mir einfach zu groß war. Der hat so viel abgedeckt, da habe ich mir so viel Mühe gegeben mit meinem Rahmen und dann deckt dieser Schmetterling alles ab. Und ich sage, nee, das will ich nicht. Und dann habe ich überlegt, eigentlich könnte ich ja doch den Schmetterling so benutzen, aber
nehme eine kleinere Stanze, seht ihr gleich. Und das mache ich auch und das gefällt mir so viel besser. Aber bleibe eben in der Farbe, weil ich die Farbe wunderschön finde. Ich finde diesen Schmetterling so toll. Deswegen wollte ich das gerne so benutzen. Jetzt klebe ich erstmal die Charms down, rund auf, dass die sich nicht immer verdrehen. Ich habe dann jetzt auch noch gestempelt das Wort, das ich dafür benutze, eben so aufsteigen, erhebe dich oder ja, ist halt so ein bisschen poetisch. You know, I just stamp here the word SOAR and I will make the butterfly later and just smaller. It was far too big, so that's why I decided to use a small die, butterfly die, but use it here from that same napkin background because I like the color so much. That's why I wanted to keep this color, and that was the easiest thing to do. I let that dry. Yeah, tear it off again. Yeah, come on, Andrea, you can do better. Obviously not. So I let that dry and then I use, I glue everything down first completely now. After that thread is nicely hidden behind everything. And of course I have to put something around here to make sure that it stays put. But this is dry now. This is the dye I'm using. And it's perfect, actually. Have a look. Can't believe that. I couldn't believe my luck. So, jetzt habe ich diese Stanze hier benutzt und die passt perfekt. Ich war also wirklich hocherfreut, dass mal endlich was funktioniert. Guckt euch das an. Ist das nicht perfekt? Ich liebe es. Also, und dann mache ich das Ganze nochmal. Einfach mit einem Inkstift und Linien hier und da und mit meinem weißen Posca. You know, I do the same as I did before with my black ink pen, doing these dots and circles, and then I go in and some of the lines, and then I go in with my white Posca and giving these white dots back. So it is basically the same style and the same color, and I'm pretty happy that that works. And it is definitely smaller. So look at that. It's a huge difference, isn't it? So the frame won't hardly be covered up, and that's what I wanted. It's one of the gimmicks here on my card, isn't it? Would be a shame to cover that up too much. Und ihr habt ja gesehen, jetzt ist das so viel kleiner, man sieht den kompletten Rahmen, da ist fast nichts abgedeckt. Und genau so gefällt es mir. So mit ein bisschen Silikongel drauf und lasst das dann trocknen. Und jetzt mit dem Wort, ich wollte das wie so ein Ticket haben, aber ich habe nicht so ein Ticket-Stanze und deswegen, man kann da auch sowas nehmen. Also wenn du ein größeres hast, nimmst du mit einem größeren Loch, wenn du sowas hast. Und dann sieht das aus wie so ein Ticketstanzung. You know, I wanted to have this ticket die thing at the corners, but I haven't got a die like that. And that's how you can do it. When you want to have it bigger, take a puncher with a bigger hole, if you have one, of course. So a bit of vintage photo, some water that it will spread out a tiny bit. Ich habe dann hier noch mit Vintage Photo Distress Ink gearbeitet und ein bisschen Wasser drauf gesprüht, damit sich das noch ein bisschen verteilt. Sieht dann immer so es sieht natürlicher aus, einfach, so in diesem Distress-Look. So, das klebe ich jetzt mit einem 3D-Band drauf. Unten drunter genau so. Und das ist schon das Close-Up. Guys, the Close-Up is coming. And I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up. And a comment would be very much appreciated. I hope I see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. And stay creative. So, bye-bye. So, ihr Lieben, das ist, wie gesagt, schon das Close-Up. Ich danke euch ganz, ganz lieb fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen und bleibt kreativ. Also bis dann. Ciao.